1937. Ein Flugzeug komplett aus Kunststoff gebaut. Das erste der Welt. Und genau das wurde zum Problem. Die deutsche Luftfahrtindustrie hatte Ingenieure, Hochschulen und jahrzehntelange Erfahrung im Metallbau. Zwei Brüder aus Bonn hatten nichts davon. Nur ein Esszimmer als Werkstatt und eine Idee, der sonst niemand traute. Und trotzdem bauten sie das erste vollständig aus Verbundwerkstoff gefertigte Flugzeug der Welt. Das ist die Geschichte der Horten H5, eines Flugzeugs, das technisch eine Revolution war und am Ende trotzdem als unfertig abgestempelt wurde. Doch um zu verstehen, warum dieses Flugzeug am Ende verbrannt wurde, statt in die Geschichte einzugehen, müssen wir zurück zu einem Gleiter mit einem denkwürdigen Namen: Hols der Teufel. Was als Materialtest für einen Segler begann, wurde zum gewagtesten Experiment der Brüder Horten. Und zu einem Flugzeug, das bis heute zeigt, wie schnell aus einer guten Idee ein Verlustgeschäft wird, wenn das System nicht mitzieht. Reimar und Walter Horten waren Autodidakten. Keine Ingenieursausbildung, kein Studium der Luftfahrttechnik, nur zwei junge Männer aus Bonn-Poppelsdorf, die in den frühen 1930er Jahren begannen, nur Flügelmodelle zu bauen. Das elterliche Esszimmer diente teilweise als Werkstatt, sehr zum Unmut der Nachbarschaft, aber mit voller Rückendeckung der Eltern. 1936 wurden beide Brüder Offiziere der deutschen Luftwaffe, ein Status, der ihnen Türen öffnete, die einem Zivilingenieur ohne Hochschulabschluss verschlossen geblieben wären. Ab 1933 folgten Segelflugzeuge wie die H1, die bei Wettbewerben erfolgreich abschnitten. Schon bei der H2 flogen die Piloten nicht mehr sitzend, sondern liegend im Rumpf. Ein Markenzeichen, das die Brüder von Anfang an verfolgten, weil es Luftwiderstand sparte. Eine H3 erreichte 1938 fast 7000 Meter Höhe. Das waren keine Zufallsergebnisse, sondern das Produkt von Leuten, die Jahrzehnte an Denkarbeit in der Nurflügel-Aerodynamik investiert hatten, ohne je eine einzige Vorlesung darüber gehört zu haben. 1935 lernte Reimar Horten die Firma Dynamit AG in Troisdorf kennen, einen der größten deutschen Hersteller von Phenolharzen. Dort stieß er auf ein Material, das in der Luftfahrt noch kaum jemand ernsthaft genutzt hatte: Trolitax, einen papierverstärkten Kunststoff, fest, leicht und formbar wie kaum ein anderer Werkstoff seiner Zeit. Getestet wurde er zunächst vorsichtig, nicht an einem ganzen Flugzeug, sondern nur an den Tragflächen des Gleiters Hols der Teufel. Die Ingenieure der Dynamit AG wollten ihren Kunststoff unter realen Bedingungen sehen, und Reimar Horten war der Einzige, der sich traute, ihn ernsthaft einzusetzen. Nach dem Abschluss der Flugversuche zerlegte man den Gleiter bewusst. Eine Tragfläche wurde bis zur Zerstörung auf statische Belastung geprüft, die andere 6 Monate lang Kälte, Hitze und Feuchtigkeit ausgesetzt. Mit besonderem Augenmerk auf die Klebeverbindungen. Die Ergebnisse überzeugten die Brüder so sehr, dass sie 1936 den nächsten, deutlich größeren Schritt wagten: ein komplettes, motorisiertes Flugzeug fast vollständig aus Trolitax gebaut, gefördert durch die Dynamit AG. Die Horten H5 war zweimotorig, mit Druckpropellern am Heck und einem starren Dreiradfahrgestell. 2 Piloten lagen nebeneinander im verglasten Bug, nicht sitzend, sondern liegend, um den Rumpf so schmal wie möglich zu halten. Bis auf Fahrwerk, Motorhalterung und einzelne hochbelastete Beschläge bestand die gesamte Struktur aus Trolitax. Komponenten wurden in Formen gepresst, mit Klebstoff gefügt und verschraubt, ohne die Metallhülsen, die im konventionellen Bau üblich waren. Für die Längsbalancierung im Flug waren zudem drehbare Flügelenden vorgesehen, die über eine schräge Achse vor und zurück sowie im Anstellwinkel verändert werden konnten. Eine eigens entwickelte Steuerlösung, die unter realen Bedingungen erprobt werden sollte. Mit 16 Metern Spannweite und einer Leermasse von nur 650 Kilogramm war sie für ein zweimotoriges Flugzeug bemerkenswert leicht. Mit einer Reichweite von rund 500 Kilometern und einer Reisegeschwindigkeit von 230 km/h war sie zudem kein reines Bastelobjekt, sondern eine Maschine, die echte Strecken fliegen konnte. Nüchtern betrachtet, das erste vollständig aus Verbundwerkstoff gebaute Flugzeug der Welt. Jahrzehnte bevor solche Werkstoffe im Flugzeugbau zur Selbstverständlichkeit wurden. Im Frühjahr 1937 starteten Reimar und Walter Horten in Bonn-Hangela zum Erstflug. Es dauerte nur Sekunden, bis klar wurde, dass etwas nicht stimmte.
Die beiden Hirtenmotoren saßen weit hinten am Heck und verschoben den Schwerpunkt der Maschine so weit nach hinten, dass sie sich kaum noch steuern ließ. Nach einem kurzen Hüpfer fiel das Flugzeug unkontrolliert auf den Boden zurück. Ohne ausreichende Dämpfung und mit einem Werkstoff, der unter plötzlicher Belastung spröde reagierte, zerbrach die Maschine beim Aufprall. Die Brüder kamen mit einem Kieferbruch und einem verlorenen Zahn davon. Ein Schock, aber kein Ende der Geschichte. Für viele Konstrukteure wäre ein zerstörter Prototyp beim allerersten Versuch das Aus eines Projekts gewesen. Die Brüder zogen stattdessen sofort Konsequenzen. Die zweite Maschine, die H5B, wurde konventionell gebaut, aus Holz und gemischten Materialien statt aus reinem Kunststoff. Die Motoren rückten weiter zur Mitte und trieben die Druckpropeller über lange Wellen an, statt direkt am Heck zu sitzen. Die Piloten saßen jetzt aufrecht, jeder unter einer eigenen Kabinenhaube, statt liegend nebeneinander. Die Spannweite wuchs auf 16 Meter, 2 Meter mehr als beim ersten Versuch. Im Herbst 1937 flog Walter Horten die H5B in Köln-Ostheim zum ersten Mal. Erfolgreich, ohne Zwischenfälle, ein technischer Beweis, dass die Idee funktionierte, sobald man aus dem ersten Absturz gelernt hatte. Ende 1938 präsentierten die Brüder ihr Flugzeug Fachleuten des Reichsluftfahrtministeriums in Berlin. Das Urteil war ernüchternd. Das Projekt sei zu unausgereift, kein Fall für eine Beschaffung. Auch der Vorschlag, die Maschine als Schlepper für Lastensegler einzusetzen, fand keine Zustimmung. Der Absturz von 1937 dürfte dabei nachgewirkt haben. Ein Flugzeug, dessen erster Pilotenversuch in Trümmern endete, wirkt auf Entscheider selten vertrauenswürdig, selbst wenn die Nachfolgeversion längst zuverlässig flog. Die H5B blieb ungenutzt, wurde abgestellt und verrottete, während sich Deutschland längst im Krieg befand. Dass die Geschichte trotzdem weiterging, lag nicht an der Technik, sondern an Beziehungen. Walter Horten diente inzwischen als Jagdflieger an der Front, flog während der Luftschlacht um England als Rottenflieger von Adolf Galland und blieb auch nach dessen Beförderung zum General der Jagdflieger in dessen Stab in Berlin. Genau diese Nähe zu einflussreichen Personen innerhalb der Luftwaffe verschaffte den Brüdern einen halboffiziellen Spielraum, den andere Konstrukteure nicht hatten, und erklärte, warum ein 1938 abgelehntes Flugzeug 1940 plötzlich doch wieder eine Chance bekam. Auf Anordnung von General Ernst Udet wurde die Maschine restauriert und bei der Peschke Flugzeugwerkstätten GmbH in Minden zum Einsitzer umgebaut, zur Horten H5C. Am 26. Mai 1942 hob sie erneut ab, geflogen von Walter Horten, der sie anschließend zur Aerodynamischen Versuchsanstalt nach Göttingen überführte. Dort folgten weitere Testflüge und Windkanaluntersuchungen, deren Ergebnisse die Brüder kaum versöhnlicher gestimmt haben dürften als das Urteil von 1938. Im Frühjahr 1943 endete die Geschichte der H5 dann endgültig. Pilot Josef Stüper startete bei einem Messflug mit ausgefahrenen Landeklappen, gewann nicht genug Höhe, streifte mit dem Fahrwerk das Dach einer Halle und brachte die Maschine auf dem dahinterliegenden Gelände zu Bruch. Ein Wiederaufbau fand nicht mehr statt. Nach Kriegsende verbrannten alliierte Soldaten, was von der H5 übrig geblieben war. Das Ende eines Flugzeugs, das nie die Anerkennung bekam, die sein Material verdient hätte. Ganz verschwunden ist die Idee trotzdem nicht. Auf Basis der H5 entstand während des Krieges die Horten H7, ein zweisitziges Schulflugzeug, mit dem ein Strahltriebwerk getestet werden sollte. Eingebaut wurde es nie, aber als Trainingsmaschine bekam die H7 noch im März 1945 einen Auftrag über 20 Exemplare. Sie sollten Piloten für den strahlgetriebenen Nurflügel Ho 229 ausbilden, manchmal als Hitlers Stealth-Bomber bezeichnet. Die H5 selbst verbrannte. Ihre Konstruktion und ihre Lehren flogen weiter. Geblieben ist von der H5 fast nichts. Kein Wrack in einem Museum, kein Foto in einer Ausstellung. Und doch war sie der Moment, in dem zwei Autodidakten aus einem Bonner Esszimmer bewiesen, dass ein Flugzeug nicht aus Metall bestehen muss, um zu fliegen. Lange bevor Verbundwerkstoffe zum Standard im Flugzeugbau wurden, hatten die Brüder Horten sie bereits ausprobiert. Mit Erfolg, mit einem Absturz und am Ende mit einer Ablehnung, die nichts mit der Technik zu tun hatte. Heute steckt in jedem modernen Passagierflugzeug ein erheblicher Anteil an Verbundmaterialien. Boeing, Airbus, die ganze Branche baut mit Werkstoffen, für die Reimar Horten 1937 in Bonn-Hangela bezahlte. Genau darin liegt bis heute die eigentliche Bedeutung der H5.
Sie zeigt, dass die richtige Idee zur falschen Zeit oft genauso wirkungslos bleibt wie eine falsche Idee zur richtigen Zeit. Der Werkstoff hat überlebt, das Flugzeug nicht. Wenn euch Geschichten wie diese interessieren, Flugzeuge, die ihrer Zeit voraus waren und trotzdem scheiterten, dann abonniert den Kanal. Wer den Kanal noch nicht kennt, hier geht es jede Woche um genau solche Momente der Luftfahrtgeschichte. Um Technik, die zu früh oder zu spät kam und um die Menschen, die dahinter standen. Und mit einer Mitgliedschaft könnt ihr den Kanal direkt unterstützen, damit wir weiter vergessene Flugzeuge ausgraben können. Bis zum nächsten Mal.